Auf den weiten afrikanischen Graslandschaften wirft die Mittagssonne ein weißes Licht, das das kurze Gras in einem blassen Gelb erstrahlen lässt. Eine Elefantenherde versammelt sich im Schatten eines großen Akazienbaums und ruht sich nach einer langen Reise auf der Suche nach Wasser und Nahrung aus. Mitten in der Herde stand eine riesige Elefantenmutter neben ihrem 2 Monate alten, noch schwachen und zerbrechlichen Baby. Elefantenbabys haben leuchtende Augen und ein neugieriges Wesen, oft kreisen sie dicht um die Füße ihrer Mutter, um die Welt zu erkunden. Alles verlief friedlich, als ob sich an diesem Nachmittag nichts ändern würde. Während die Elefanten noch im Schatten ruhten, begann das Elefantenbaby, sich von den Füßen seiner Mutter zu lösen und erkundete neugierig seine Umgebung. Es schritt durch das kurze Gras und roch die seltsamen Düfte von Erde und Wind, die über die Wiese wehten. Niemand in der Herde schenkte dem Ganzen viel Beachtung, denn die Unruhe und Neugier des Elefantenbabys auf die Welt sind völlig normal. Nicht weit entfernt befindet sich jedoch ein etwa 1,5 Meter tiefes Loch, das illegal als Tierfalle ausgehoben wurde. Eine dünne Grasschicht bedeckte den Rand des Erdfalls und ließ das Loch wie flachen, unebenen Boden aussehen. Das Elefantenbaby ging bis zum Rand der Grube, ohne die Gefahr zu ahnen, die es erwartete. Im selben Augenblick gab der Boden unter seinen Füßen nach, sodass es ausrutschte und in die dunkle, feuchte Grube stürzte. Der panische Schrei des Elefantenbabys hallte wieder und zerriss die Stille der Mittagsgraslandschaft. Die Elefantenmutter hörte es und rannte sofort herbei, konnte aber nur hilflos in den Boden des Lochs hinunterblicken. Mehrere andere Elefanten kamen hinzu, blickten hinunter und gingen dann weg, weil sie nicht wussten, wie sie das Kind retten sollten. Die Sonne ging allmählich im Westen unter und tauchte die Graslandschaften in ein trauriges, endloses goldenes Licht. Nach vielen erfolglosen Kletterversuchen war das Elefantenbaby völlig erschöpft und konnte nur noch zusammengerollt am Grund des kalten Lochs liegen bleiben. Die Elefantenmutter stand am Ufer und rief unaufhörlich leise, als wolle sie ihrem kleinen Baby Kraft und Trost spenden. Trotz aller vergeblichen Bemühungen blieb es hartnäckig und weigerte sich zu gehen, selbst als die Elefantenherde allmählich aus dem Blickfeld verschwand. Auf der weiten Graslandschaft waren nur Mutter und Kind der abendlichen Dunkelheit und Hilflosigkeit ausgesetzt. Mit Einbruch der Nacht wurde der Wind kälter und hüllte Mutter und Kind in den wilden Atem der Steppe. Das Elefantenbaby versuchte zu schlafen, doch Hunger und Angst machten seinen Schlaf unruhig und anstrengend. Die Elefantenmutter stand die ganze Nacht da, fraß nicht, trank nicht, ihre Augen blinzelten fast nie. Die Nacht schien endlos und stellte die Mutterliebe mit schmerzhaftem Warten auf die Probe. Doch nicht einen Augenblick lang zeigte die Elefantenmutter die Absicht, ihr Baby zurückzulassen. Die Morgendämmerung brach an, fahles Licht strich über den taubedeckten Boden und hüllte Mutter und Kind in ein silbriges Licht. Das Elefantenbaby wachte hungrig und müde auf und versuchte, an ein paar Grashalmen am Rand des Lochs zu knabbern, um die Luft anzuhalten. Die Elefantenmutter verharrte in derselben Position wie in der vergangenen Nacht, ihre Beine zitterten leicht, aber ihr entschlossener Blick wich nicht. 2 Ranger, die in einem Jeep auf Patrouille waren, sahen zufällig einen seltsamen Anblick, einen Elefanten, der allein mitten in einer Graslandschaft stand. Das erregte sofort ihre Aufmerksamkeit, denn Elefanten trennen sich nur selten von ihren Herden, es sei denn, es passiert etwas Ungewöhnliches. Sie näherten sich und hörten den schwachen Schrei eines Elefantenbabys vom Grund der Grube. Die Szene ließ alle gleichermaßen fassungslos und tief bewegt zurück, denn mütterliche Liebe war deutlich spürbar und schmerzlich. Sie meldeten sich sofort per Funk bei der Rangerstation und forderten Rettungs- und Unterstützungsfahrzeuge an. Während des Wartens stiegen sie aus dem Auto und beruhigten die Elefantenmutter sanft. Die Elefantenmutter war misstrauisch, blieb aber dennoch am Rand des Lochs stehen und rührte sich nicht vom Fleck. Sie versuchten, die Atmosphäre so ruhig wie möglich zu halten, um das Elefantenbaby nicht noch weiter in Panik zu versetzen. Der Blick zwischen der Elefantenmutter und ihrem Kind wurde zu einem zerbrechlichen Band des Vertrauens. 2 Stunden später ertönte in der Ferne das Geräusch eines Motors, und mitten in einer weiten Graslandschaft tauchte ein gelber Bagger auf. Die Elefantenmutter wich auf sicherere Entfernung zurück, doch ihre Augen verließen nie die Stelle, an der ihr Baby feststeckte.
Der Baggerfahrer senkte die Schaufel vorsichtig bis zum Grund des Lochs ab und versuchte dabei, nicht zu viel Lärm zu machen. Das Elefantenbaby sah das große Objekt näherkommen, geriet sofort in Panik und rannte am Grund des Lochs herum. 2 Ranger standen am Ufer und riefen leise, um das Elefantenbaby zu beruhigen. Das Elefantenbaby stand lange genug still, damit der Eimer unter seinen Körper geschoben werden konnte. Der Eimer hob das Elefantenbaby etwa 30 cm hoch, der Schmutz zerfiel zu feinem Staub. Doch das Elefantenbaby bewegte sich so heftig, dass es vom Rand des Eimers rutschte und zurückfiel. Diesmal war der Schrei schwächer, aber voller Panik, was die Elefantenmutter verzweifelt aufbrüllen ließ. Der Bediener versuchte es ein zweites Mal, diesmal vorsichtiger, und hob das Elefantenbaby etwa 50 cm hoch. Doch schon die geringste Bewegung würde es wieder zum Fallen bringen. Die Gruppe verstummte, als sie erkannte, dass dies zu gefährlich für das Kind war. Die Elefantenmutter machte ein paar Schritte nach vorn, woraufhin der Ranger sie schnell beruhigte, um eine Panik zu vermeiden. Sie berieten sich kurz und einigten sich darauf, eine sicherere Lösung zu finden. Man entschied sich dafür, einen sanften Hang auszuheben, damit das Elefantenbaby selbstständig hinausgehen konnte. Und sie begannen sofort. Der Baggerfahrer begann, das Loch zu erweitern, jeder Bub war entschlossen, aber äußerst vorsichtig. Die Erde wurde in großen und kleinen Haufen aufgewirbelt, Staub wirbelte leicht im Sonnenlicht auf, das allmählich grell wurde. Die Elefantenmutter hielt einen sicheren Abstand, aber ihre Augen verließen nie die Grube. Der Ranger beruhigte sie immer wieder mit ruhiger Stimme und half so Mutter und Kind, gelassen zu bleiben. Es bildete sich ein Gefälle, wodurch ein deutlicher Ausgang vom Grund der Grube zur Erdoberfläche entstand. Das Elefantenbaby richtete sich zitternd auf, seine Augen glänzten vor kleiner Hoffnung. Das Geräusch des Baggers war gleichmäßig wie der Herzschlag einer Hoffnung, die allmählich deutlicher wird. Die Steigung wurde immer gleichmäßiger. Das Elefantenbaby versuchte, einen Schritt zu machen, aber seine schwachen Beine ließen es wieder abrutschen. Die beiden Ranger sprachen mit sanfter Stimme und verständnisvollen Blicken ermutigend. Das Elefantenbaby stand wieder auf, müde, aber entschlossen, zu seiner Mutter zurückzukehren. Diesmal waren ein paar ruhigere Schritte nötig. Die Gruppe verhielt sich still, um dem Elefantenbaby keinen Stress zu bereiten oder es abzulenken. Das Elefantenbaby kletterte bis zur Hälfte des Hügels hinauf, hielt dann an, um Luft zu holen, und setzte seinen Weg fort. Schließlich erreichte das Elefantenbaby den Rand der Grube, das Sonnenlicht schien auf seinen Rücken wie ein Siegesgruß. Sobald es vom Boden abgehoben hatte, rannte es direkt zu seiner Elefantenmutter. Mutter und Kind verschränkten ihre Rüssel lange Zeit ineinander, als wollten sie all die Angst und den Schmerz loslassen, die sie erlebt hatten. Die Elefantenmutter bürstete mit ihrem Rüssel sanft nach und nach den Schmutz vom Rücken ihres Babys. Der Schrei des Elefantenbabys ist jetzt leiser und friedlicher. Die beiden Rangerinnen blieben stehen und wurden Zeugen dieses heiligen Augenblicks mütterlicher Liebe. Der Baggerfahrer lächelte ebenfalls, denn er wusste, dass er heute ein Leben gerettet hatte. Das Loch wurde sofort danach wieder zugeschüttet, damit niemand mehr hineinfallen konnte. Die Elefantenmutter blickte ein letztes Mal auf ihr Baby, um sich zu vergewissern, dass es in vollkommener Sicherheit war. Dann begannen Mutter und Kind langsam auf die in der Ferne wartende Elefantenherde zuzugehen. Als sie sich näherten, stießen die Elefanten leise Rufe aus, als wollten sie willkommen heißen. Die Sonne stand hoch am Himmel, aber ihr Licht war warm statt grell. Auf den weiten Graslandschaften triumphierte die Mutterliebe einmal mehr über alle Widrigkeiten und wurde als Wunder erzählt.